Muss man einen Job in der Schweiz haben oder ein Unternehmen in der Schweiz gründen, um in die Schweiz auszuwandern? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Nun, ich bin immer noch in Sansibar hier gerade in Tansania. Wir haben hier eine Reise mit Mandanten organisiert. Wir sind insgesamt 35 Personen. Diese Personen interessieren sich alle dafür, in Sansibar einen Plan B zu implementieren oder sogar hier im Rahmen ihres Plan B nach Sansibar auszuwandern. Eine wunderschöne tropische Insel. Es ist immer gleich bei Temperatur, rund 30 Grad. Der wunderbare, kristallklare Indische Ozean umgibt die Insel. Die Menschen sind unheimlich freundlich und eben ein deutsches Brüderpaar, das in Tansania aufgewachsen ist ja schon seit etlichen Jahren dabei, eine Stadt nach deutschen Standards letztlich hier zu bauen. Über 1000 Wohneinheiten sind schon gebaut und verkauft. Insgesamt sollen es 5000 Wohneinheiten werden in den nächsten Jahren. Und ein Investment hier ist relativ günstig. Du kannst schon für weniger als 100.000 Dollar eine Wohnung erwerben. Wenn du mindestens 100.000 Dollar ausgibst, dann erhältst du von Tansania eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis für dich und deine ganze Familie mit etlichen Vorzügen, zum Beispiel komplette Steuerfreiheit auf deine ausländischen Einkünfte und auf deine Einkünfte in Sansibar. Wenn du zum Beispiel deine Immobilie an Ferngäste vermietest, zahlst du nur ungefähr 10% Steuern, also sensationell günstig, für alle attraktiv, die wirklich etwas ganz anderes suchen, weit ab von der EU und weit ab von dem Hamsterrad, das ihr Leben vielleicht geworden ist. Wenn auch du Interesse an Sansibar hast, dann würde ich dir raten, einmal hier in den ersten Kommentar zu diesem Video zu schauen. Wir machen dieses Jahr noch mindestens 2 weitere Reisen dorthin. Sie sind schon fast ausgebucht, aber ein paar Plätze sind vielleicht noch frei. Wir würden uns freuen, Daniel und ich, dich dort zu treffen. Ansonsten gibt es natürlich auch viele andere interessante Orte und auch viele andere interessante Reisen, die wir hier für unsere Mandanten organisieren. Nun aber zurück zur Schweiz. Da könnte ja der Gegensatz zu Sansibar nicht größer sein. Aber dennoch ist und bleibt natürlich die Schweiz das mit Abstand beliebteste Auswanderungsland für Deutsche. Und es ist ja kein Wunder. Du kannst das Doppelte verdienen, du zahlst die Hälfte der Steuern und es funktioniert alles in der Schweiz. Die Züge sind pünktlich, die Straßen sind sauber, das Gesundheitssystem funktioniert. Also ein Land so, wie es sein soll. Nicht ohne Grund nennt man die Schweiz eine Insel der Seligen. Der einzige Nachteil vielleicht ist natürlich, dass alles ziemlich teuer ist. Für viele scheint der Umzug in die Schweiz unerreichbar zu sein. Ich frage mich immer, warum diese Meinung sich so herausgebildet hat. Tatsächlich ist es für EU-Bürger sehr, sehr einfach, in die Schweiz umzuziehen. Jeder EU-Bürger hat aufgrund der bilateralen Verträge, die die EU mit der Schweiz abgeschlossen hat, ein Recht, in der Schweiz zu leben. Jeder Schweizer Staatsbürger kann natürlich auch in der EU leben. Und die Anforderungen, um diese Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, sind eigentlich nicht besonders hoch. Wir sprechen hier von der sogenannten B-Bewilligung. Damit kannst du dann 5 Jahre in der Schweiz leben. Danach kannst du auf die C-Bewilligung upgraden. Das Einzige letztlich, was du zeigen musst für diese B-Bewilligung, ist, dass du dem Schweizer Staat nicht auf der Tasche liegen wirst. Wie kannst du das nachweisen? Nun, wenn du zum Beispiel eine deutsche Rente hast, kannst du es nachweisen. Wenn du Vermögen hast, und das muss kein besonders hohes Vermögen sein, weniger als 100.000 reichen aus, kannst du das nachweisen. Wenn du einen Arbeitsvertrag in der Schweiz hast, dann gilt das Gleiche. Oder wenn du eine Firma in der Schweiz gründest, dann ist das natürlich auch so. Aber es ist im Grunde noch viel einfacher. Du musst nicht mal eine Firma in der Schweiz gründen, du musst nicht mal einen Job in der Schweiz haben. Tatsächlich kannst du die B-Bewilligung auch erhalten, wenn du deinen deutschen Job hier nachweisen kannst. Wenn du also dem Schweizer Staat sagen kannst, ich bin in Deutschland angestellt und mein Arbeitgeber, der ist einverstanden damit, dass ich in der Schweiz arbeite, der zahlt mein Gehalt hierhin aus, ich zahle dann in der Schweiz Steuern und Sozialabgaben, dann bekommst du die B-Bewilligung. Und das Gleiche geht natürlich auch, wenn du ein deutsches Unternehmen hast. Wenn du ein deutsches Unternehmen hast und zeigen kannst, dort werden regelmäßig hier Einkünfte generiert, dort beziehst du ein Einkommen daraus, dann kannst du in die Schweiz umziehen. Nun, man muss sehr vorsichtig sein, ja? Also bitte nichts überstürzen. Es hat ziemliche steuerliche Konsequenzen, in die Schweiz umzuziehen. Die Schweiz ist ja bekanntlich für die deutsche Finanzverwaltung ein absolut rotes Tuch. Die Deutschen hassen es, dass so viele Deutsche in die Schweiz umziehen. Da ist also der Ärger mit dem Finanzamt vorprogrammiert.
wenn man sich nicht gut vorbereitet, insbesondere dann, wenn du Unternehmer bist. Da sind also Fragen zu beantworten, wie Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, Ort der Betriebsstätte und so weiter und so fort. Viele dieser Themen besprechen wir ja hier regelmäßig auf diesem Kanal. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt die beste Lösung ist, tatsächlich noch einen Job in Deutschland zu haben oder ein Unternehmen in Deutschland zu haben und dann umzuziehen. Ich sage das jetzt einfach nur, weil man manchmal im Kopf sich die Sachen einfach viel zu kompliziert vorstellt. Ja? Wichtig ist mir, dass du verstehst, es ist sehr einfach, in die Schweiz umzuziehen. Die Anforderungen sind nicht sehr hoch. Es ist eine reine Formsache. Und wenn du diese Bedingungen erfüllen kannst und dir das Leben in der Schweiz leisten kannst, das ist natürlich hier unter uns gesagt ein wichtiges Kriterium, ganz klar, dann ist ein Umzug in die Schweiz definitiv für dich möglich. Ehrlich gesagt, brauchst du vielfach nicht mal einen Anwalt, um hier die Aufenthaltsbewilligung zu beantragen. Viele Mandanten machen das selbst bei der entsprechenden kantonalen Behörde. Du musst, wie gesagt, einfach nur hier nachweisen, dass du dem Staat nicht auf der Tasche liegst. Also, wenn die Schweiz auch für dich interessant ist, hier gibt es ja durchaus Aspekte, die man hier positiv findet. Viele von denen habe ich schon gesagt. Darüber hinaus gibt es auch Dinge wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Schweiz nicht in der EU ist, dass der Schweizer Franken sich ja gerade in den letzten Jahren als äußerst attraktive Währung hier unter Beweis gestellt hat. Hättest du vor 15 Jahren dein Vermögen in Schweizer Franken angelegt und nicht in Euro, hättest du heute 40% mehr. Das hättest du auch aus Deutschland machen können, einfach ein Konto in der Schweiz eröffnen. Wenn du es nicht gemacht hast, schade. Also, das heißt, die Schweiz hat Vorteile und wenn du dir überlegst, in die Schweiz umzuziehen, aber bisher immer geglaubt hast, dass es unmöglich ist, dann will ich dich hier eines Besseren belehren. Es ist tatsächlich möglich und vielleicht einfacher, als du denkst. Und wenn du es eilig hast und dir keinen Job in der Schweiz suchen kannst und über deinem deutschen Job genug verdienst, um dir das Leben in der Schweiz leisten zu können, dann ist vielleicht der einfachste Weg, mit deinem Arbeitgeber zu sprechen und zu sagen, hör mal zu, ich würde gerne in der Schweiz leben und von der Schweiz arbeiten. Lass uns das zusammen angehen. Das sind natürlich dann Dinge vom Arbeitgeber für dich zu organisieren. Ganz klar, das ist dann nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Ja, also wie gesagt, ich will es auch nicht zu einfach das Ganze darstellen, aber es ist definitiv möglich. Wenn du Interesse hast, in der Schweiz zu leben oder in ein anderes Land auszuwandern, vielleicht willst du nach Sansibar gehen, wie gesagt, auch das natürlich hier eine wunderschöne Destination, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.